Ihr braucht eine Geschenkverpackung und es soll einfach sein und auch nicht so teuer. Dann bleibt hier bei mir bei diesem Video. Ich zeige euch heute, wie man mit einer einfachen Milchverpackung eine super schöne Geschenkdose bastelt. Wenn ihr schon einige Videos von mir gesehen habt, dann habt ihr mit Sicherheit schon festgestellt, dass ich schon einiges damit angestellt habe. Und zum Thema Geschenkverpackung habe ich mir eine Kleinigkeit ausgedacht, die wirklich super einfach ist. Ja, herzlich willkommen bei Verkunstet. Thema, wie gesagt, für heute ist die Milchtüte. Wie bekomme ich eine wunderbare Geschenkverpackung? Ja, wer jetzt sich fragt, wie Milchtüten in diesem Design nachher aussehen, bitte schaut eins meiner ersten Videos. Da wird es erklärt, wie die Milchtüte ausgepackt wird. Das würde ich euch heute dann ersparen wollen. Kommen wir zur Materialliste. So, neben der Milchtüte, natürlich wie jetzt hier auch schon ohne Folie, brauchen wir einmal eine Schere. Ganz einfach handelsüblich. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach an dieser wunderbaren Tüte. Was wir da sonst nachher noch drauf tun können, zeige ich euch dann nachher am Schluss. Okay, wir haben also einmal die ausgepackte Milchtüte und müssen jetzt einfach uns das Ganze ein bisschen zurechtschneiden. Ich persönlich stehe da nicht so drauf, immer mit so Maßband und Bleistift alles abzuzeichnen. Ich bin mehr so ich mache das einfach und so werde ich das auch jetzt hier machen, damit ihr auch wirklich seht, dass da kein Hexenwerk dabei ist. Okay, was machen wir zuerst? Zuerst schneide ich hier oben einfach das ganze Stück, wo hier die Verschlusskappe drauf ist, ab, weil die brauche ich nicht. Also machen wir hier einfach mal das auf. So, jetzt haben wir oben diesen Rand, alles weg. Jetzt schneide ich das Ganze ein, um den ersten Deckel zu bekommen. Einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Da gucken wir so ein bisschen, dass wir gleiche Höhe haben. Also hier muss ich noch ein bisschen einschneiden. So, und dann knicke ich mir das einmal hier um. Seht schon, das wäre der erste Deckel. So, jetzt schneide ich einmal hier in die Längsseite rein, einmal hier und einmal hier. So, jetzt habe ich hier die losen Seiten, ihr seht es schon. Jetzt kann ich im Prinzip, wenn ich möchte, es schon hier knicken. Hier. Auch hier so ein bisschen das Ganze mehr Kante geben. Und jetzt sind diese beiden Flügel hier zu lang. So lang brauche ich die nicht. Dann schneide ich sie hier einfach ab. Dann muss ich das Ganze eigentlich nur noch hier reinstecken. Und fertig wäre die Dose. Ihr seht schon, das ist eigentlich alles. Ihr braucht keinen Kleber, ihr braucht nur die Schere, nur die Dose und fertig. So, und damit jetzt die einen nicht sagen, das ist aber langweilig, da fehlt mir aber doch noch so ein bisschen was,
haben wir natürlich noch ein bisschen was für euch vorbereitet. So, ihr seht jetzt hier wieder meine Dose mit der Serviettentechnik. Auch hier nochmal der Hinweis an euch. Wer wissen möchte, wie ich die Servietten hier auf die Dosen bekommen habe, auch das ist in einem meiner Videos nachzuvollziehen. Schaut es euch ruhig dort an, dort ist es auch erklärt. Ja, also hier habe ich jetzt Dosen mit Serviette fertig gemacht. Und da mir das mit dem Verschluss noch ein bisschen zu simpel gewesen ist, habe ich mir überlegt, okay, machst du noch irgendwas auf diesem Verschluss oben drauf. Was habe ich jetzt hier gemacht? Eigentlich relativ simpel auch für euch. Ich mache es mal auf. Und zwar hier einmal mit Klettverschluss. Den habe ich einfach zurechtgeschnitten und dann im entsprechenden Abstand jeweils von oben und für unten, also Abstand so, dass sich das aufeinander trifft, habe ich das hier auf die Dose aufgeklebt. Ihr seht es schon. Und dann hält das Ganze eigentlich auch sehr schön so in sich zusammen, wenn man das hier eingesteckt hat. Das hält dann also auch für sich. Also, habe dann hier so eine Blume aufgeklebt hier oben, so als kleiner Hingucker und fertig ist das Ganze. Ich zeige euch nochmal, hier ist diese Blume. Also ganz einfach aus dem Bastelladen gekauft, hat nichts Besonderes. Das ist das Erste. Dann habe ich mir überlegt, okay, machen wir noch was anderes, muss auch noch anders gehen. Ich hatte noch Bänder zu viel, bin dann hier hingegangen und habe, ich mache das mal eben auf hier, habe hier zwei Löcher reingemacht, habe von unten jeweils einmal das Band durchgezogen, habe hier oben eine leichte Schlaufe reingemacht. Hier oben seht ihr das, eine Schlaufe. Hier habe ich mir eine Blume aufgeklebt. Die benutze ich jetzt als Halter. Ich stecke das mal hier gerade eben wieder rein. Ziehe das hier durch. Kann das stramm ziehen. Na, die Blume will nicht, wie ich will. Natürlich der sogenannte Vorführeffekt. Wie sollte es anders sein? So. Kann ich das noch mal ein bisschen festziehen. So. Und fertig ist die Dose und es hält. Ich finde, es sieht total putzig aus. So, wer nicht auf Blumen steht, kann das auch mit Perlen machen. Die beiden Perlen sind an beiden Seiten mit Heißklebe festgesetzt. Ihr seht es schon. Hier, ich habe auch die Perlen mal hier hingelegt. Das sind also ganz einfache Perlen aus dem Bastelsortiment. Die hatte ich noch über. Habe auch hier wieder das Band genommen, was ich hatte, drum herum gelegt und fertig. Ihr seht, mit ganz einfachen Mitteln lässt sich wirklich etwas Schönes herstellen. Und damit mache ich dann meinen Freunden wirklich eine besondere Freude. Ja. Ich hoffe, die Anregung hat euch gefallen und gibt euch die Möglichkeit, noch vieles mehr daraus zu entwickeln. Denn ich denke, da kann man noch ganz andere Dinge mit ausprobieren. Ja, damit bin ich auch dann schon zum Ende angekommen, wie wir aus der Milchtüte eine Geschenkverpackung hinbekommen. Ganz einfach, ohne große Mittel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Macht es nach. Gebt mir weiter Tipps und Anregungen, wenn euch da noch mehr zu einfällt. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Gebt mir einen Daumen rauf, abonniert meinen Kanal. Ja, und dann sehen wir uns natürlich wieder, wenn es heißt Verkunstet. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss zusammen. Nicht. Nicht, kein Text. So geht das nicht. So kann ich das nicht. Ja. Und wenn ihr schon so einige Videos von mir gesehen habt, habt ihr ja sicher auch schon gesehen, dass ich einige Milchtüten... Boah. Nee, so nicht.